Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem neuen Speed Set, dem Oni Style Set. Das kam schon letzte Woche raus, ich weiß, aber sie haben den Rhythmus gebrochen von Speed Set, Serverwartung, Speed Set. Ich glaube, weil wir eine extra Serverwartung hatten oder eine weniger, so oder so. Auf jeden Fall ist dieser Rhythmus jetzt gerade durcheinander gekommen. Ab nächster Woche, ab dem FEC, soll es dann eigentlich wieder so sein, dass immer Speed Set und Serverwartung und Events und so weiter alles zeitgleich kommt. Genau, ja, ich finde das Set nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, etwas über dem Durchschnitt. Es ist halt leider jetzt nicht extrem außergewöhnlich. Es ist sogar eher ziemlich schlicht, würde ich sagen. Weiblich wie immer besser als männlich oder wie fast immer. Sieht es besser aus als das männliche. Also vor allem die Frisur vom männlichen finde ich schrecklich. Ja. Die vom weiblichen ist jetzt nicht ultra viel besser, aber auf jeden Fall besser. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht das aufregendste Set aller Zeiten, aber ich finde, das ist so das Set, das sollte so den Standard markieren. Also jedes Set, was objektiv unattraktiver und langweiliger ist als dieses Set, sollte nicht ins Spiel gepatcht werden. Also das hier sollte eigentlich unsere Baseline sein. Leider, wie schon gesagt, das ist überdurchschnittlich attraktiv, dieses Set. Es gibt sehr viele, sehr unattraktive Sets, die weit darunter liegen. Dann haben wir dieses Wochenende ein Enhanced Armor Piercing Chance Event vom 17. April, Freitag 0 Uhr, bis 19. April, Sonntag 23:59 habt ihr eine erhöhte Chance, eure Rüstung zu socken. Nur die Rüstung, nicht die Waffen. Warum das zwei getrennte Events sind, ich habe keine Ahnung. Das versteht kein Mensch, warum das zwei getrennte Events sind. Es ist so, muss man akzeptieren. Und falls jemand von euch was socken will, sollte er es tun. Dann gibt es aktuell ein Problem, das, soweit ich weiß, jetzt noch nicht gelöst wurde, Stand Freitag, der 17.04., dass die Skill-Beschreibungen, die Tooltips, also das, was in der Skill-Beschreibung drinsteht, dass das zum Teil einfach falsch ist, aber das ist wohl nur ein Anzeigefehler und nicht so, dass der Skill tatsächlich falsch funktioniert. Also wenn irgendwo bei einem Skill ein falscher Wert angezeigt wird, welcher Wert auch immer das ist, also es steht hier auch bestimmte Skills, also sie sagen nicht welche Skills, so oder so, das ist, wie gesagt, nur ein Anzeigefehler und hat sich nicht wirklich auf den Skill ausgewirkt. Und sie arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Könnte also dann schon sein, dass es vor der nächsten Serverwartung behoben wird. Und dann haben wir die Serverwartung vom 16. April. Es ist immer noch Version 1.5.2, keine Versionsänderung. Und es wurde gestern so viel darüber geredet, dass ich mir dachte, habe ich irgendwas richtig Krasses verpasst? Da schaue ich mir einmal die Serverwartung nicht an. Bin einfach nicht dazu gekommen. Ehrlich gesagt habe ich es auch gar nicht wirklich gecheckt, dass es eine Serverwartung ist. Eben weil es so komisch war. Wir haben kein neues Speedset, wir haben kein neues Event und dann einfach Serverwartung. Hatte ich gar nicht wirklich auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Habe dann einfach gesagt, ich schaue es mir dann an. Und dann wurde aber trotzdem relativ viel darüber geredet. Und eigentlich ist aber nicht wirklich was passiert. Also Everstorm, die elektrische Widerstandsminderung, der Debuff wurde um 10% reduziert. Das ist jetzt keine gewaltige Änderung. Schön ist es nicht. Dann Force Master wurde ein bisschen was vom Scaling verringert, sowohl bei den Nensphären als auch also das Equipment Scaling und das STR Scaling wurde jeweils etwas verringert. Dann wurde zu Meditate ein 30-Sekunden-Cooldown hinzugefügt und wieder mal ein Problem mit den Master-Varianten von dem Skill Enlightenment in dem Fall. Die konnten sich stacken, wenn man die Skill-Pages geswitcht hat. Genau. Dann Slayer sieht richtig krass aus, aber im Endeffekt kann man es einfach zusammenfassen, als es wurden viele Sachen behoben, die nicht so hätten sein sollen. Also man sieht auch schnell, hier 5 der Änderungen sind genau gleich. Und zwar ist es einfach nur mit diesen Synergien. Die meisten oder fast alle Third-Job-Skills haben ja irgendwelche Synergien mit anderen Skills. Warum auch immer, ich finde das unnötig kompliziert. Also ich meine, wir reden hier von Flive. Keine Ahnung, ich fand das von Anfang an keine so gute Idee. Und offensichtlich gibt es mal wieder einige Probleme damit, weil es eben nicht richtig funktioniert hat. Und jetzt wurde alles neu gesetzt mit mal 1,02 pro Skill-Level bei der Synergie. Ich habe keine Ahnung, wie viel es vorher war oder wie viel es hätte sein sollen oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt mal 1,02 pro Level. Genau, und zwar für die Skills Bloody Fawn, Bloody Rush, Cross of Blood, Storm Slash und Storm Strike. Dann eine Sache, die noch relativ heftig war tatsächlich, also das hier ist nur wieder Master-Variante, hat weniger Schaden gemacht als der Basis-Skill. Natürlich auch gar nicht sein kann, dass das jetzt auch erst gefixt wird, aber es, naja.
haben wir schon oft genug gesagt, dass die Master-Varianten bei vielen Skills entweder nicht richtig funktionieren oder sinnlos sind. Und da gibt es immer noch einige Beispiele für, also bis wir die alle mal los sind, diese Kinderkrankheiten, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil von einigen habe ich noch nie gehört und andere, von denen ich weiß, die wurden auch noch nicht gefixt. Genau, dann hier, genau, das fand ich relativ heftig. Und zwar gibt es eine Mastery von Tempest Barrage, die deine Reichweite erhöht und die hat anscheinend einen Attack Speed Bonus verliehen. Also ich vermute mal, der Attack Speed ging ja nicht über 100%, aber das ist halt sowas, wo ich mir denke, der Skill hat einfach etwas bewirkt, was er gar nicht hätte bewirken dürfen. So. Also das ist nicht nur, es funktioniert nicht richtig, der Skill macht einfach was komplett anderes oder zusätzlich einfach irgendwas, was gar nicht vorgesehen war, was sich einfach nur crazy anhört, wo man sich echt fragt, wie zum Teufel kann sowas passieren. Und dann bei Bloody Fawn und Cross of Blood, Entschuldigung, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Bei Bloody Fawn und, oh, doch, es ist Cross of Blood, my bad. Auf jeden Fall hat sich da teilweise einfach eine Cooldown-Reduction reingeschlichen. Ja, also alles so Sachen, die einfach nicht richtig funktioniert haben, steht ja auch da, fixed an issue. Also Slayer hatte offensichtlich ganz viele Probleme, wo Sachen einfach nicht richtig oder wie auch immer waren. Und davon wurden jetzt zum Glück mal einige gefixt. Ob es das alle waren, ich wage es zu bezweifeln. Dann Harlequin, ebenfalls wieder eine Master-Variante eines Skills und hier in dem Fall Alter Ego, die nicht richtig funktioniert hat, beziehungsweise war es so, dass der Debuff, den man da bekommt, oder der Nachteil, den man davon bekommt, dass es als Debuff zählt und der konnte mit Scroll of Holy, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch Gwurtiala, schätze ich mal, weil Gwurtiala und Scroll of Holy machen eigentlich genau das Gleiche, aber hier steht jetzt nur Scroll of Holy, konnte der entfernt werden und das war wohl so nicht vorgesehen. Dann Bill-Poster, der Schaden von Asal Ralaikum has been decreased, also der Schaden wurde verringert um ungefähr 7,1%. Warum sie da nicht einfach 7 schreiben, wenn es eh nicht genau 7 immer, ja, was auch immer. Weiß nicht genau wieso, vielleicht ist Bill-Poster tatsächlich zu stark gewesen. PvP-Spieler bin ich nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber gut, 7,1% ist jetzt auch nicht gewaltig, also in einer Welt, in der Bill-Poster alles und jeden one-shottet, würde jetzt natürlich 7,1% wahrscheinlich keinen so gewaltigen Unterschied machen. Aber, naja, was weiß ich schon. Dann zu der Änderung, die wir wahrscheinlich am meisten diskutieren, deswegen würde ich die jetzt auch einfach hinten ranstellen. Ringmaster, Merkaba, Hansel, Ruscha hatten 28,6%igen Schadensbuff bekommen. Dann wurde der Fehler behoben, dass Pet-Feedback oder Feedback 6 Stunden nicht richtig funktioniert haben. Der Effekt wurde nicht richtig angewendet. Dann war ein großes Problem anscheinend, das ist aber tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Ich kann auch sagen, wieso das an mir vorbeigegangen ist, weil ich habe das gefühlt genau einmal erlebt in der Zeit und ich benutze eigentlich viel Damage over Time. Und zwar ist es so, dass Damage over Time, also zum Beispiel Poison Cloud, Moonbeam oder sowas, wenn diese Effekte auf dem Ziel waren und nochmal benutzt wurden, dass die Effekte davon dann quasi aufgehoben wurden. Das heißt quasi, du hast ein Ziel mit Moonbeam drauf, der Gegner bekommt Schaden und hat ja dann noch diesen Debuff, dass alle deine Partymitglieder, Gruppenmitglieder mehr Schaden an dem Ziel machen. Dieser Effekt wurde dann einfach entfernt, wenn du nochmal Moonbeam benutzt hast zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das immer passiert ist. Mir ist es tatsächlich echt fast gar nicht aufgefallen. Das erste Mal ist es mir tatsächlich einen Tag, bevor es gefixt wurde, oder 2 Tage, bevor es gefixt wurde, aufgefallen bei einem Giant im Tower, wo ich dann zum zweiten Mal Poison Cloud, glaube ich, drauf gemacht habe. So wirklich so eine halbe Sekunde, bevor Poison Cloud weg war. Und dann bin ich weitergelaufen. Der Giant war bei 400.000 HP und mein Poison Cloud macht viel mehr als 400.000. Und dann drehe ich mich, oder dann denke ich mir so, hey, wieso lebt denn der Giant noch? Wieso ist der nicht tot? Dann habe ich ihn angeklickt und hat er immer noch 200.000 gehabt. Und ich dachte mir so, das ist unmöglich. Poison Cloud macht nie im Leben nur 200.000. Das kann nicht sein. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen und am Tag danach oder 2 Tage später wurde es gefixt tatsächlich. Aber der Grund, warum es mir nicht aufgefallen ist, das war wahrscheinlich, weil ich da noch die ganze Zeit einen Aasrehr gegrindet habe. Und in Aasrehr habe ich so viel Schaden gemacht, dass ich alle Monster mit einmal Poison Cloud getötet habe. Und anders ist es mir einfach tatsächlich nicht aufgefallen, muss ich sagen. Zum Glück wurde das gefixt, weil das ist tatsächlich schon ein bisschen nervig. Vor allem beim Moonbeam. Ich meine, bei Effekten wie Poison Cloud und vielen anderen Damage over Time Effekten ist es halt auch einfach so,
dass du die in der Regel gar nicht unbedingt zweimal auf das gleiche Ziel machst, beziehungsweise nicht so, dass sie vorher nicht auslaufen, weil meistens ist Cooldown und Effektzeit fast identisch oder relativ weit auseinander. Aber Moonbeam hat einen extrem kurzen Cooldown und eine extrem lange Wirkdauer, deswegen hat man es bei Moonbeam vor allem gemerkt, schätze ich mal. Und dann auch eine nice Änderung tatsächlich, die wahrscheinlich viele übersehen haben, zumindest hat keiner gestern drüber geredet. Und zwar, wenn man /locked slots macht, da wurde doch immer alles angezeigt. So, oh, deine Prüfung zum Magier, Prüfung zum Billposter, Prüfung zum Hau mich tot. Also Sachen, die du überhaupt nicht abschließen konntest, weil du hast halt Mage oder Assist genommen. Dann kannst du halt kein Akrobat mehr werden. Wie sollst du denn dann die Inventarplätze von der Akrobat-Job-Change bekommen oder so? Und das wurde gefixt. Wenn ihr jetzt Locked Slots eingebt, dann werden nur noch die Sachen angezeigt, die ihr tatsächlich auch abschließen könnt. Und das ist tatsächlich echt cool, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf dem Elementor das mache, dann werden mir tatsächlich 2 Quests angezeigt. Das oben ist Reonan und das untere ist Leeren Chasm. Das sind die einzigen Quests, die der Char hier nicht gemacht hat. Und dann habe ich noch 8 Slots von Level Achievements. Also Taste R, Allgemein oder General, Level. Also hier habe ich noch 8 und 12, das passt. Und hier habe ich noch 1, 2. Das heißt, dem Char fehlen genau 4 Sachen für Inventarplätze und das war's. Also, ja, ziemlich nice, dass das nach 4 Jahren mal gefixt wurde. Und dann haben wir noch hier Sachen, der Damage Multiplier in den Skill-Tooltips wurde hinzugefügt, um Klarheit bei gewissen Skills wahrscheinlich zu schaffen. Dann wurden mehrere unsichtbare Wände in den Bergen von Astria entfernt. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, welche genau das sind, aber Astria hat tatsächlich sehr viele, sehr nervige Wände. Und die Party-Mitgliederinformation, das Fenster davon, kann jetzt auf mobilen Endgeräten horizontal in der Größe verändert werden. Und dann gab es wieder wahrscheinlich einige Übersetzungsanpassungen. Ja, und dann reden wir über den Elefant im Raum, nämlich Merkaba Hansel Ruscher wurde um knapp 30% erhöht, 28,6%. Theoretisch, wenn ihr 100.000 mit Merkaba gemacht habt, also mit dem gesamten Skill, natürlich nicht pro Tick wäre heftig, dann würdet ihr jetzt 128.600 machen. In dem spezifischen Beispiel steht ja da, es ist nicht, also es ist ungefähr 28,6%, heißt nicht automatisch immer, aber das ist ein ziemlich krasser Buff tatsächlich. Andersrum, wenn ihr 1 Million gemacht hättet, wobei ich mir relativ sicher bin, naja gut, wobei ein richtig krass ausgerüsteter Ringmaster, ich weiß nicht, keine Ahnung, was der maximale Schaden von Merkaba ist. Aber ja, theoretisch, wenn ihr 1 Million gemacht hättet mit dem kompletten Skill, dann wären es 1.286.000 jetzt. Also schon eine ziemlich große Änderung. Und was jetzt die Leute interessiert, ist halt, ob das wirklich eine krasse Auswirkung hat. Und ich sage mal, ja, vorsichtig. Es macht ihn auf jeden Fall deutlich attraktiver, vor allem im Low-Level. Wo ich dann aber gleich auch wieder Kontra geben muss. Kontra Kappa. Also es ist einfach so. Grundsätzlich bin ich kein Fan von Ringmaster. Das ist meine persönliche Ansicht einfach. Das Problem ist aber, warum ich auch kein Fan bin, es anderen Leuten zu empfehlen, ist einfach, weil viele Leute machen das halt so mit den Moonbeam-Assisten bis Level 60. Das ist ja alles schön und gut. Aber wie macht man dann weiter? Und es kommen immer wieder Leute, die halt fragen, ja, wie mache ich denn das jetzt? Mein Ringmaster ist höher als mein Main, aber eigentlich will ich ja Blade spielen, eigentlich will ich ja Ranger spielen, aber es ist mein Ringmaster 10 Level höher. Was mache ich denn jetzt? Und ich habe die Befürchtung, dass diese Änderung dafür sorgt, dass jetzt noch mehr Leute dazu gedrängt sich fühlen, hey, ich mache das mit dem Moonbeam Assist mit Level 60 und jetzt wurde der Ringmaster noch gebufft und jetzt bin ich super schnell Level 80 und pipapo. Das ist alles richtig, aber eben genau dieses Problem, dass ja viele Leute eigentlich gar nicht Ringmaster als Main spielen wollen, sondern Ringmaster ist ja immer diese Begleiterscheinung von einer anderen Klasse, also in gefühlt 90% der Fälle ist es so, und nur 10% der Ringmaster sind eigentlich wirkliche Ringmaster. Ich meine, für wirkliche Ringmaster-Spieler ist es einfach nur eine gute Änderung, brauchen wir nicht drüber reden. Wo wäre das jemals eine schlechte Änderung? Aber bei allen anderen Leuten habe ich ja das Gefühl, dass es jetzt die Leute, wie gesagt, irgendwie in das Gefühl zwängt, ich muss jetzt wirklich diesen Moonbeam Assist machen, ich muss jetzt Ringmaster machen, auch wenn ich vielleicht gar keine Lust drauf habe oder weil es sich jetzt so stark gebufft fühlt. Und dass jetzt halt dann jeder machen wird und dann kommen sie alle mit dem Problem an, jetzt ist der Ringmaster höher als der andere und wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich da jetzt vor so?
Und das ist halt eigentlich meine einzige, also das ist eben das Kontra sozusagen, was ich hier einwerfen muss, dass ich das jetzt nicht so gut finde. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, es ist jetzt auch nicht wirklich Kritik an der Änderung. Also es soll auch keine Kritik an der Änderung sein. Die Änderung ist gut, weil mir persönlich hat Ringmaster immer schon zu wenig Schaden gemacht. Beziehungsweise einfach ich weiß nicht, ich bin einfach kein Fan von Ringmaster. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Dass du nur einen einzigen Skill hast, der Schaden macht, im Endeffekt fand ich schon immer irgendwie dämlich. Also Moonbeam ja, aber Moonbeam ist halt Single-Target. Auch wenn du zeitgleich mehrere Ziele damit treffen kannst, trotzdem ist es Single-Target mit einem relativ langen Cooldown. Ja, also für alle Leute, die wirklich AOE Ringmaster, vielleicht sogar Hit-and-Run Ringmaster oder ja, so eine Pseudo-Kombi spielen wollen, ist es einfach gut. Ich denke vor allem auch für High-Level Ringmaster ist es eine gute Änderung, weil High-Level AOE Ringmaster kenne ich zumindest einen, der sich schon sehr darüber beklagt hat, vor allem, dass Hammer of Judgment auch so eine Enttäuschung ist. Hammer of Judgment auf dem PTS war geisteskrank. Hammer of Judgment jetzt ist, naja, nicht so gut. Macht weniger Schaden als Merkaba, by the way. Jetzt erst recht. Viel weniger. Und hat einen viel längeren Cooldown. Und das ist alles in allem auf jeden Fall eine gute Änderung. Aber für die Leute, die jetzt wirklich fragen, macht das jetzt einen gewaltigen Unterschied? Ich würde sagen, nein. Also wenn du wirklich kein großer Fan von Ringmaster bist oder wenn du nie wirklich hattest, Ringmaster zu zocken, dann würde ich sagen, kannst du das getrost ignorieren. Und für alle anderen ist es aber trotzdem eine gute Nachricht, weil wenn ihr Face-Tank AOE spielen wollt, dann ist es ja eigentlich so gedacht, dass ihr sowieso euren Ringmaster aktiv verwenden sollt. Das bedeutet, ihr sollt euch mit dem Ringmaster natürlich healen, am Leben erhalten, aber eigentlich auch mit AOEen, weil wenn ihr immer euren Ringmaster aktiv im Kampf beteiligt, dann seid ihr in der Regel nur wenige Level über ihm. Das heißt, der Ringmaster ist eigentlich immer auch in der Level-Range von den Monstern und kann im Kampf grundsätzlich unterstützen. Und wenn man wirklich Face-Tank spielt, dann kann man Ringmaster extrem gut nutzen, mit Merkaba auch. Merkaba plus Stonehand hat man einfach einen zusätzlichen Stun und damit wird das AOE ultra chillig, also klassisches Duo-AOE. Und dass da jetzt der Schaden auch erhöht wurde, ist halt für alle anderen eigentlich auch ein Vorteil. Also man muss sich jetzt nicht zwingend man sollte sich jetzt nicht gezwungen fühlen, AOE Ringmaster zu spielen, wenn man zum Beispiel vorhatte, was anderes zu spielen, AOE Knight zum Beispiel oder irgendwas anderes, weil also alle anderen profitieren davon auch, sofern sie halt ihren Ringmaster aktiv benutzen. Und so würde ich es eher sehen. Also für alle Main Ringmaster geil, für alle Face-Tank AOE geil und für alle, die diese beiden Sachen nicht spielen wollten, einfach ignorieren. Sich jetzt nicht davon gezwungen fühlen, den Ringmaster als Main zu machen, das würde ich jetzt nicht machen, auch wenn es wirklich eine ziemlich krasse Änderung ist. Also wenn das wirklich für alle Level auch gilt und so weiter, also auch mit Level 60, wenn, keine Ahnung, was macht da ein Ringmaster? Einmal Merkaba ist frischer Ringmaster, wie viel Schaden macht das? Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. 10.000? Wahrscheinlich mehr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sicherlich ist es da auch eine relativ krasse Änderung, aber nur deswegen jetzt einen AOE Ringmaster zu spielen, würde ich persönlich dann doch von abraten. Weil der Schaden von Ringmaster war jetzt wirklich nicht der allerkrasseste. Und wenn man nicht wirklich Lust drauf hat, ist es meistens die falsche Entscheidung, eine Klasse wegen so einer Änderung zu spielen. Und was man auch sagen muss, wenn jetzt wirklich alle Ringmaster spielen würden und Ringmaster wäre jetzt das neue Nonplusultra, man weiß ja nicht, ob es da nicht wieder genervt wird. Weil das ist jetzt schon eine ziemlich drastische Änderung. Und vielleicht erkennen sie dann, Moment mal, im Low-Level laufen jetzt nur noch Ringmaster rum. So war das eigentlich nicht gedacht. Und dann könnten sie es so machen, dass sie vielleicht dann doch Hammer of Judgment buffen oder irgendeine Scaling-Änderung im High-Level machen, sodass irgendwie alle Waffen ab Bloody oder so mehr Schaden machen und direkt Merkaba können sie dann auch wieder nerven. Also sie können es auch wieder rückgängig machen, will ich damit einfach nur sagen. Wobei gut, wenn man im High-Level dann schon angekommen ist und sich es dann rückgängig machen, dann kann es einem auch egal sein, theoretisch. Aber ja, alles, was ich sage, ist, ich denke jetzt nicht, dass man wegen dieser Änderung zwingend dazu sich gezwungen fühlen sollte, einfach Ringmaster zu spielen. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und lasst auf jeden Fall auch ein Like, Kommentar, ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Live Universe Video wieder. Schaut auch gerne im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.